Wir spielen zusammen Lands of Lore 2, den Klassiker von 1997, weil ich wissen wollte, macht der noch Spaß? Das schauen wir uns zusammen an. Den Blick in die Verpackung und in den Testbericht der PC Games und mein persönliches Fazit gibt's wie immer am Schluss. Jetzt wird erstmal gezockt. Ja. Ah, Westwood Studios. Genial. Lands of Lore, Götterdämmerung oder eben Guardians of Destiny im Englischen. Mal kurz checken, ich habe die Hardwarebeschleunigung an, das heißt, wir spielen im 3DFX-Modus und dann genießen wir das fantastische Intro. Nicht jetzt, Jakel. Belials Mutter ist erwacht. Belial? Was haben wir von einem toten Gott zu befürchten? Belial hat seine eigene Wiedergeburt arrangiert. Vor seiner Hinrichtung hat er eine magische Bestie geschaffen, die als seine neue Mutter dienen soll. Bereits jetzt wächst in ihr eine niedere Brut, als Vorbereitung auf ihre große letzte Geburt. Was werdet ihr tun, Sire? Ich werde weiterhin wachsam sein. Und die Sterblichen? Wie wollt ihr sie beschützen? Es gibt einen, der einen Fluch mit so viel Macht in sich trägt, dass er Belial gefährlich werden kann. Er ist im Kerker von Gladstone gefangen und ahnt nichts von seinem Schicksal. Sieh an, ihr seid also Luther, Sohn von Scotia. Ihr seht nicht sehr beeindruckend für mich aus. Und nein! Der Wahnsinn! Alter Mann!
Und da geht's los, da sind wir drin. Lands of Lore 2, meine Fresse. Ist das lange her und ich hab mich vorher ein bisschen eingearbeitet, damit ich mit der Steuerung klarkomme. Stalagmit. Stalagmit, genau. Und nicht völlig verzweifelt bin und ich habe auch eine Weile gebraucht, bis ich es grafisch so laufen hatte, dass ich zufrieden war. Da sage ich euch gern nachher noch was dazu. Aber jetzt zocken wir erstmal. Schaut euch das an, schaut euch diese Grafik an. Boah, dieses 2D, 3D Gemisch, das ist einfach herrlich. Nun geh schon, hast du etwa Angst? Der ist hier unten irgendwo. Ich warte hier am Eingang auf dich. Okay, den müssen wir wohl umhauen. Ah, tut mir leid. Ha! Flüchten kannst du. Nützt aber nichts. Nichts mehr? Schade. Geht's da lang? Ich glaube, da war der Ausgang, oder? Ja, genau. Da stehen sie mit dem Bögen. Das geht nicht. Boah, schaut euch diese Lichteffekte an. Es ist in der Originalversion nicht ganz so schick. Also das ist jetzt die Hardware-beschleunigte Version. Die ist natürlich noch mal viel, viel schöner. Gerade was die Licht- und Schatteneffekte angeht, ist die wirklich um einiges ansehnlicher. Ich mag die bunten Lichter. Aber also es spielt sich auch mit der Softwareversion gut, aber natürlich ist die Hardware-Beschleunigte einfach angenehmer. Es läuft auch echt super. Da kommen wir nicht durch, okay. Mal auf die Karte gucken. Wir haben eine Automap, das finde ich sehr, sehr angenehm. Okay. Jetzt weiter. Oh nein. Ja, das passt ja. Ja, diese Verwandlungen kommen. Getriggert manchmal durch die Level, aber auch zufällig. Man muss dann damit klarkommen, weil die kleine Echse kann sich nicht besonders gut verteidigen. Und so hat dieser Fluch auch seine guten Seiten. Und das große Monster passt nicht überall durch. Da muss man das einfach kombinieren. Sehr schön, dass mein Urlaub wegen dieser Schweinejagd gestrichen worden ist. Hab dich jetzt mal nicht so. Es dreht sich nämlich um kein Schwein. Wir jagen heute Skotjas Monsterjungen. Boah, diese digitalisierten Schauspieler, ich find's so urig, das ist so krass. Krass. Ja. Schild. Ja, schon angelegt, sehr schön. Ja, hier haben wir unsere ganzen schöne Statusleiste und Inventar und so, kann man auch über die Tasten. Und es ist so eine Kombination aus Maus und Tastatursteuerung, die mir am ehesten liegt. Es geht auch anders, es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber ich finde es so ganz angenehm. Man kann es auch mit der Maus steuern, ein Stück weit, aber so geht es, finde ich, am besten. Schaut euch das an. Damals fanden wir das alle unfassbar schick, dieses Spiel. Also ich war damals echt beeindruckt, vor allem von den Videosequenzen. Ja, da müssen wir Säulen verschieben. Das kann man nämlich auch durchpacken. Einfach verschieben, so. Hey, ihr! Ja. Nee, pass auf. Schluss hier. Schon witzig, oder? Hier. Jetzt ist wieder eine 2D-Texturebene mit Filmsequenz und dann also es ist echt eine witzige Mischung aus 2D und 3D. Ja, so war das damals eben, ne? Interessanterweise ja, es gab ja schon rein 3D-Spiele, aber Lands of Lore hat da auf diesen Ansatz gesetzt. Es kam ja auch wesentlich später raus, als es eigentlich hätte sollen. Sie haben ja die Programm-Engine nochmal geändert. Oh, da sind Spinnennetze. Spinnen? Nein, ich mag keine Spinnen. Hilfe, keine Spinnen. Spinnen?
Keine Spinnen? Wer ist da? Hallo? Freund oder Feind? Oh. Woher kennst du mich? Du Sohn von Scotia. Dunkle Armee hat gewonnen. Meine Mutter ist tot. Scotia tot. Luther ist neuer Anführer von Armee. Ich Diener von Luther. Nein, ich meine... Ich verletzt. Warte auf andere Gladstone angreifen. Geschenk für Luther versteckt in Höhle. Minute ausruhen. Dann ich hole. Okay. Oh. Der ist wohl hin. Aber interessant, oder? Diese, ist schon wieder, also ein Diener Scotia. Scotia, wer es nicht mehr weiß, Scotia ist die Hexe aus Lands of Lore 1. Das war dort die Verbandung. Okay, hoffentlich kommen keine Gegner. Das war dort die Antagonistin, also die Gegnerin. Und man musste die Hexe Scotia aufhalten. Jetzt spielen wir eben Luther, der ihre Fähigkeiten ein Stück weit bekommen sollte. Das wollte sie, dass er diese Verwandlungsfähigkeiten bekommt aus der Nethermaske, der Niedermaske im Deutschen. Es hat aber nicht ganz geklappt. Er hat eben eine Verwandlungsfähigkeit bekommen, aber er kann sie nicht kontrollieren. Deshalb hat er eben diese unkontrollierten Verwandlungen, die er jetzt durchmachen muss. Oh, da ist Öl. Da kann man... Ah! Öl kann man anzünden. Pass auf. Das ist gemein. Tut mir leid. Ja, wir haben eben das Erbe von unserer Mutter Scotia so ein bisschen übernommen, aber auch nicht wirklich. Und jetzt sind wir eben der Sohn der Antagonistin aus dem ersten Teil. Aus meinem Kerker wollt ihr fliehen, was? Kenneth, dann kommt keiner, du Zwerg. Ihr seid Kenneth? Warum nehmt ihr das alles so persönlich? Hingerichtet sollt ihr werden, wenn ich mich nicht irre. Hab ich recht? Ja, ich hörte davon. Sicher habt ihr Verständnis für meine Mutter. Wenn ihr Verständnis dafür zeigt, dass ich euren Leichnam wieder in meinen Kerker befördere. Ich habe diese Uniform jetzt seit 42 Jahren an. Und um nichts in der Welt soll mein Leben jetzt als Wächter enden. Wie seltsam. Wie seltsam. Was ist das da? Oh, da ist ein... Pass mal, da ist ein Hebel. Guck mal hier, das da. Ah, Tor wieder aufgegangen. Da. Ihr seid da. Also ich gebe zu, ich habe bei den Stellen noch ein bisschen vorgelesen und ich weiß diese Teile auch noch aus damaliger Zeit. Leichte Armbrust? Führerschale. Sphäre der Wächter. Cool. Also ich weiß diese Sachen zum Teil noch von früher, wenngleich tatsächlich Lands of Lore 2, so sehr es mich auch fasziniert hat, ich habe es nie weit gespielt. Ich weiß aber nicht mehr warum. Hey ihr! Nee, wir warten jetzt nicht. Es ist Luther, schnappt ihn! Halt! Hier drinnen dürft ihr nicht kämpfen! Ihr müsst sofort gehen, alle! Luther kann bleiben. Aber er ist ein entflohener Gefangener! Sind wir nicht alle Gefangene unseres Schicksals? Ja, mag sein. Aber er ist ein richtiger Gefangener. Und er muss verurteilt werden für seine Verbrechen gegen Gladstone. Und wir werden nicht ohne ihn gehen. Recht und Unrecht der Sterblichen interessieren mich nicht. Geht, oder ich werde euch hinaus befördern. Wartet nur ab! Wir werden euch finden, Luther.
Die Gladstone-Wachen werden nichts vergessen, darauf mein Wort. Frevler, niemand wagt es dem mächtigen Drarakel ohne ein Opfer gegenüberzutreten. Er darf vortreten. Sire, Du überrascht mich, Luther. Aber ihr seid das Drarakel. Man sagt, ihr könnt die Vergangenheit und die Gegenwart sehen. Sicher wusstet ihr, dass ich euren Rat suchen würde. Vergangenheit, Zukunft, nichts ist gewiss. Die Vergangenheit würde ich lieber vergessen. Ich dachte, ihr könntet meine Zukunft lenken. Sicher wisst ihr von dem Fluch, den ich seit dem Tod meiner Mutter in mir trage. Deine Mutter Scotia war in der Tat mit dem Bösen im Bunde. Hüte die uralte Magie, die du von ihr hast. Sie birgt Gefahren, da du sie nicht kontrollieren kannst. Nicht richtig kontrollieren? Ich verwandle mich in Monstren. Bitte, helft mir, diesen Fluch loszuwerden. Sagt mir, was ich tun kann. Ich bin bloß ein Beobachter dieser Welt und kann nicht eingreifen. Schweig, tu deine Verantwortung nicht einfach so ab. Andere, ob gut oder böse, werden dir deine Last mit Freuden abnehmen, um sie für ihre eigenen Zwecke zu vergeuden. Nun könntet ihr mir dann einen Tipp geben. Die Antworten, die du suchst, wirst du mit großer Sicherheit bei einem katzenähnlichen Volk auf dem südlichen Kontinent finden. Der leuchtende Pfad in diesem Vorzimmer da drüben wird dich auf diesen Kontinent befördern. Ich danke euch, Sire. Wenn noch andere kommen, werde ich auch sie dorthin führen. Ist das nicht abgefahren? Da, wo die Soldaten reinstürmen, die Sequenz, die kann anders sein. Das habe ich beim Probespielen, habe ich die beiden Soldaten noch getötet. Und dann kommt dieser Chef, der Kenneth kommt dann reingerannt. Dann sind die nämlich gar nicht da. Boah, ist das cool. Die verändern das. Je nachdem, was man gemacht hat. Boah, ist das mega. Ich bin total begeistert. Das ist einfach ein Erzählstil. Den hat man heute nicht mehr in den Spielen. Also heutige Spiele sind auch cool, aber das hier, das hat einen ganz eigenen Charme. Du tust mir nix. Nö, scheinbar nicht. Feines Langschwert. Oh, feines Langschwert. Das ist fein. Leichtes Kettenhemd. Da sieht man auch die Statusse? Egal, ja. So, und hier ist dieser leuchtende Pfad. Und das weiß ich nämlich auch noch von damals. Wenn man da jetzt durchgeht, dann landet man gleich beim südlichen Kontinent. Wenn man aber hier durchgeht, hinter dem Teppich, dann kommt man in das Museum des Drarakels. Da ist es saudunkel. Ich hoffe, ihr seht was. Und da kann man nämlich Gegenstände en masse einsacken. Da gehen die Türen zu. Hast du gehört? Ja. Und da laufen diese Viecher hier. Ich mache hier mal die Fackel an. Boah, ich liebe diese alten Lichteffekte. Diese 3D-FX und so Zeitalter-Lichteffekte, die waren schon cool. Es hat schon so einen ganz eigenen Charme, oder? Das Spiel, ganz ehrlich. Guck mal hier. Kommen Sie herein, meine Damen und Herren. Wir freuen uns, Ihnen schon vorab eine kleine Tour durch das Museum des Drarakels bieten zu können. Der aktuelle Aufbau zeigt hauptsächlich Ausstellungsstücke, die aus der Ebene der Sterblichen stammen und mit dem Themenkreis der Magie der Ahnen in Verbindung stehen. Wir denken, dass im Frühsommer alles fertiggestellt sein wird. Ein Museum. So, und da ist jetzt guck mal, da ist diese Aussparung und diesen Stein, den gibt's hier. Und wenn man den nimmt, das weiß ich nämlich noch, der ist hier. Skelettschlüssel. Das ist schon ganz cool. Drachenjuwel. Es ist leider sehr dunkel. Aber das macht nichts. Wie gesagt, man kann einen Haufen Gegenstände einsacken und coole Ausrüstung finden. Deshalb sollte man... Dieser Stein enthält die erste dieser Aufnahmen. Er wurde für seine Verbrechen gegen die Welt der Sterblichen hingerichtet. Sein Leichnam wird hier als Warnung ausgestellt, keinesfalls als Trophäe.
Ja, man sollte diesen Abschnitt auf jeden Fall untersuchen, weil es gibt echt eine Menge. Nicht ganz. Ich komme wieder. Okay, strange. Der Schaukasten in diesem Raum zeigt den Untergang der versunkenen Stadt. Diese wundervolle Stadt versank unter den Meeresspiegel, nachdem die letzten der Ahnenrasse diese Welt verlassen hatten. Schaut euch das an. Das Laserschwert deines Vaters. Prisma-Langschwert. Prisma-Langschwert. Schick, 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 schick. Und haut vor allem rein. Sehr cool. Ja, das ist eben. Deshalb sollte man auf jeden Fall dieses Museum des Rarakels unbedingt besuchen. Es macht total Sinn für die eigene Ausrüstung. Und da ist übrigens auch hier ein ganz toller Bereich. Da gibt es einen Haufen Infos zum Spiel. Also über die Charaktere, auch über Teil 1. Zum Beispiel hier. Wer Teil 1 gespielt hat, kennt sich aus. Kiran ist einer der letzten Helden von Gladstone. Es heißt, er habe die Hexe Scotia erschlagen, nachdem sie die Macht der Niedermaske missbraucht hat. Was kann man schon über den Mann sagen, der einem die Mutter erschlagen hat? Da ist sie. Ne? Lands of Lore 1, da ist sie. Margarete Fisten, bekannter unter dem Namen Scotia, Zauberin der dunklen Armee. Sie war die erste Sterbliche seit 18 Jahrhunderten, die sich die Macht eines uralten Ahnenartefakts zunutze machen wollte. Die hiermit verbundenen Gefahren wurden sehr schnell deutlich. Scotia und viele andere bezahlten diese Anmaßung mit ihrem Leben. Oh, liebste Mutter, was haben wir nur falsch gemacht? Ja, liebste Mutter. Ja, ist halt so, ne? Ah, lass mich das aufmachen. Da ist nämlich ein Schalter dahinter. So, und dann kriegt man hier diese Tür auf, aber da gehen wir noch nicht rein. Das ist nämlich die Abschlusstür. Hoppla. Und dann kommt man wieder raus. Ich möchte mal noch eine Sache holen. Dies ist der letzte Stein von Bazar. Viele ähnliche Steine wurden über die frühen Königreiche verstreut. Sie wurden in den verschiedenen Ländern als magische Transmitter benutzt. Das Kyragem und die Neolithen von Nirbom sind zwei weitere Beispiele für die Nutzung magischer Steine für solche Zwecke. Feuerkristall. Es ist echt so klasse. Diese 2D-Sprites, die animiert werden. Einfach nur herrlich. So, wir haben jetzt alles erledigt, was man zu machen hat in diesem Museum. Jetzt gehen wir zum Ausgang hier. Pass auf, da ist nämlich der letzte Gegner. Und dann geht's wieder raus aus der Geschichte. Ja, komm her, du. Hier. Die machen wir kaputt. Dann vergeht nämlich die Zeit und die Wand geht kaputt. Sehr schön. So, raus hier. Nix wie raus hier. Das war knapp. Naja. So ist es eben. So. Das war das Museum des Rarakels. Also wenn ihr mal Lands of Lore 2 spielt, auf keinen Fall diesen Abschnitt auslassen. Der bringt eine Menge Ausrüstungsgegenstände. Was schnarcht? Was riecht denn hier so? Das ist auch so eine Besonderheit. Ja, es gibt immer noch Bilder, in denen man was anklicken kann. Hey du siehst aus, als würdest du hier raus wollen. Könntest du mich auf den südlichen Kontinent bringen? Ein Drache! Ah, herrlich!
Ah, ist das cool. Und schon stehen wir mitten im südlichen Kontinent. Jetzt kommt natürlich die Beschränktheit der Grafik ein bisschen zu Trage. Ich verstehe natürlich, dass man 97 dann gesagt hat, manchmal, das ist nicht mehr so ganz State of the Art. Oh, Spinne. Mag keine Spinnen. Weg damit. Geh weg von dieser Spinne. Was ist das? Hervorragend. Das muss einer von diesem Katzenvolk sein. Hallo, ich bin Luther aus Gladstone. Vielleicht wisst ihr etwas über den Fluch, den ich in mir trage. Nein, das ist keiner vom Katzenvolk. Guten Morgen. Ich suche das Dorf der Katzenmenschen und mir scheint, ich habe es gefunden. Wo gibt es in eurer hübschen Siedlung einen Magier oder Heiler? Wir sind keine Katzenmenschen, du anmaßender Mensch. Wir sind Hulinen. Euer Belang muss warten. Gerade jetzt sind wir im Dschungel auf der Suche nach Schala und ihrem verloren gegangenen Kind. Die Tore bleiben so lange geschlossen, bis sie zurück sind. Oh, ich verstehe. Sehr bedauerlich. Bitte hört mich an, es ist wirklich recht dringend. Ich bin sicher, die Magier eures Stammes werden meinen Fall höchst interessant finden. Alles, was unsere Magier machen, steht nicht unter meiner Verantwortlichkeit. Dies Tor ist für alle geschlossen, außer für Hulinen. Könntet ihr nicht zumindest mal nachfragen? Es sind faszinierende Phänomene damit verbunden. Da ist so eine Linie an der Seite, da ist er rausgelaufen, da ist die Grafik zu Ende. Lass mich in Ruhe, du Viech. Ich weiß, man muss nicht gegen alles kämpfen, wenn man sie in Ruhe lässt. Hey, lass mich doch jetzt in Ruhe! Mann! Seid uns gegrüßt. Kommt und sprecht mit uns einen Moment. Seid ihr der Suchtrupp? Habt ihr sie schon gefunden? Was wisst ihr über unser verlorenes Kind? Sagt uns doch, wer ihr seid, Fremder. Der Wächter am Dorfeingang hat mir davon erzählt. Ich bin Luther, ich komme aus Gladstone. Ich suche nach Informationen über einen uralten Fluch. Mir wurde gesagt, ich könne die Antworten auf meine Fragen hier in eurem Dschungel finden. Ihr seid belogen worden. Es gibt keine uralte Magie hier. Ihr kehrt besser nach Hause zurück. Aber... Er ist sehr unfreundlich. Siehst du das auch so? Ich sag das gerade, die Grafik ist so ein bisschen beschränkt, oder? Ja, Mann, das ist einfach dieser Stil gewesen und ja, ist halt so. Ist halt so gewesen. Wie gesagt, Lands of Lore 2 vielleicht nicht in allen Belangen State of the Art, aber trotzdem, Musik ist klasse, Grafik funktioniert. Es hat alles einfach seine Berechtigung zu dieser Zeit. Ich mag den gerne überholen, aber ich habe ein bisschen Angst, dass er mir eine haut. Lasst mich einfach alle in Ruhe. Einfach alle in Ruhe lassen. Ich suche diese Brücken. Ich erinnere mich. Es ist tatsächlich ewig her und es ist die Orientierung hier natürlich auch nicht ganz einfach. Lass mich in Ruhe. Ja. Da, Brücke. Jetzt muss ich mir überlegen. Ich glaube, da war es richtig, ja. Genau, mit diesem Stein. Ja, schaut mal, da ist so eine Texturebene, wenn man drauf zugeht.
Zack. Ah, so klasse. Auf Rendersequenzen standen wir damals ja total. Also ich zumindest, ich fand sowas immer mega. Wie seltsam. Ich bin Luther, ich komme aus Seid mir gegrüßt, Krieger. Welchen Panzergürtel oder welche Klinge hat Kitjara für euch? Das ist eine feine Klinge. Die würde ich nicht für weniger als eine Sphäre der Macht herausgeben. Das ist das große magische Breitschwert Feuersturm. Das könnte klappen. Mit einer magischen Klinge könnte ich versuchen, mich von meinem Fluch zu befreien. Euer Selbstmitleid steht euch überhaupt nicht gut. Welcher Kummer eurerseits könnte vergleichbar sein mit dem Schmerz einer verlassenen Mutter? Mein Baby Daniel ähnelt euch vom Alter wie auch von der Gestalt. Er lebt schon seit 3 Jahren auf der anderen Seite des Flusses, so nah und doch in einer völlig anderen Welt. Euer Sohn ist fort? Wo ist er denn, auf einer Reise? Er ist einer von den Wilden. Über die Jahre hat sich unsere Hulinenkultur von der finsteren Vergangenheit befreit. Und einige haben eine Abneigung gegen unsere neue und viel bequemere Art zu leben entwickelt. Sie leben jenseits des Flusses Bane und springen herum wie unsere Vorfahren vor Generationen. Sie bezeichnen sich selbst als Wilde und legen Wert darauf, ganz für sich zu sein. Das mit eurem Sohn tut mir leid. Ich weiß, wovon ihr sprecht. Die Beziehung zu meiner Mutter war auch nicht immer leicht für mich. Glaubt mir, ich weiß, wie bitter das sein kann. Tut mir leid. Es ist nur, dass ihr mich an ihn erinnert. Er ist so schmuck und so patent. Patent? Ja, das kann man nehmen. Nicht? Gargoyle-Armpanzer? Kitjara hilft euch gern. Okay. Ihr braucht ein Schwert? Bitte. Ihr nehmt am besten das da. Habt vielen Dank. Nee, das ist ja Standard. Das will ich nicht. Und das da? Tut mir leid. Aber Nein. mein Preis von einer Sphäre der Macht steht fest. Dieser Preis übersteigt meine Möglichkeiten. Dann mache ich mich wohl besser auf den Weg. Ich wünsche euch viel Glück, Luther. Schaut wieder rein, wenn ich euch unterstützen kann. Sensationell. Was haben wir denn jetzt? Wir haben da diese Armschienen bekommen, oder? Die können wir doch... Können wir die irgendwo anziehen? Schild. Sehr schön. Also, wir müssen das Mädel immer noch finden, aber wir haben jetzt da Ausrüstung bekommen. Ich liebe das ja total, diese Mischung zwischen Rendersequenzen und Schauspielern. Witzigerweise finde ich diese Schauspieler-Dinge viel interessanter als dann später die reinen 3D-Render-Geschichten. Das war... Halt, Fremder, wir sind auf der Suche nach... Ich weiß, nach Schaller und ihrem verschwundenen Kind. Ich bin bereits einigen von euch begegnet. Ich habe auch schon Bekanntschaft mit der hiesigen Tierwelt gemacht. Ist es nicht recht wahrscheinlich, dass die armen Vermissten von einem dieser zweiköpfigen Monster verspeist wurden? Die Cerebi und die Hulinen bekämpfen sich nicht gegenseitig. Dies ist ein friedvoller Dschungel. Selbst der vielarmige Tod aus der Höhle bedrängt uns nicht. Wafka hier denkt, dass sich in dieser Höhle eine riesige Spinne aufhält. Lass ihn gehen. Wie könnte er uns schon helfen? Okay. Das sieht interessant aus. Ja, okay. Da geht's weiter. Sehr schön. Aha. Aha.
So, da gehen wir rein. Höhle, 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 Höhle. Bin gespannt. Okay. Das sieht... Was ist das denn? Das muss dieser vielarmige Tod sein. Hauen wir den um? Macht er uns was? Ja, hör auf zu wackeln! Ah, ich glaube, der hat mich vergiftet. Haben wir einen Heilungszauber? Haben wir doch. Warte, was haben wir hier? Bringt das was? Nee. Bringt gar nichts. Ich hoffe, ich überlebe das. Sehr schön. Wie lange hält denn so eine Vergiftung an? Hört die irgendwann auf? Ja. Oi. Okay. Ja, als Monster. Hat sich wohl erledigt. Oh, wo sind wir jetzt? Bin ich denn? Okay, da geht's weiter. Ah! Was bist du denn? Ah, das ist so ein geborenes Dingsbumsviech da von diesem Belial. Wo ist es hin? Ja, komm, mach dich fertig. Ein Monster ist genau die richtige Form für sowas. Ja, es wird schwächer. Matsch. Sehr schön. So, jetzt. Ich kann wieder zurückverwandeln. Na egal. Okay. Oh. Das muss das verschwundene Mädchen sein. Ihre Mutter muss hier irgendwo drin sein. Okay, von dem Mädchen aus dem Intro ist nicht viel übrig geblieben. Das ist aber traurig. Traurig, traurig. Ja. Wo ist das Monster? Schon gut, es ist tot. Du musst Chala sein. Ist deine Tochter auch hier? Sie ist tot. Ich habe ihren Kopf in dem verdammten Raum dort hinten gesehen. Sind alle tot? Ist das wahr? Alle? Ich habe nur 2 gesehen. Eine riesige Spinne und ein weiteres Monstrum mit Mäulern an Tentakeln sprang von ihrem Kopf herunter. Der vielarmige Tod ist das gewesen. Ich war in diesen Höhlen viele Jahre lang. Es sind diese fiesen Monster, diese Spinnen, denen ich in die Falle gegangen bin. Und sie haben mein Kleines umgebracht. Weißt du, seit wann die Spinnen in dieser Höhle sind? Die halten sich auch woanders auf, nicht bloß in dieser Höhle. Alle meine Mädchen wissen, dass sie sich hier keinesfalls aufhalten dürfen. Danke für eure Hilfe. Ohne euch wäre ich hier sicher verendet. Danke, aber ich möchte einfach nur heim. Sehr cool. Wir haben Erfahrungspunkte bekommen, sind besser geworden. Es ist da auch schon so wie in den moderneren Rollenspielen, was man tut. Darin wird man besser. Das heißt, wir können zurück.
So, wir sind zurück am Dorf. Ich habe mich mittlerweile ja wieder in die Echse verwandelt. Das war natürlich nicht so optimal, gerade mit den Gegnern. Aber man ist sehr schnell und klein und kann so durchwitschen. Oh, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Bitte tretet doch ein. Wir haben Händler da drüben, die euch und euren Mannen jeden Wunsch erfüllen. Oh, danke. Übrigens bin ich allein unterwegs. Wie ihr meint, aber euer Akzent verrät mir, dass sich ein paar Freunde von euch bei uns befinden, die sich gerade sehr gut unterhalten und stärken. Okay, Freunde? Ich habe keine Freunde. Ja, das ist es. Tolle Idee. Ich treffe meine Freunde, wir verwandeln uns in Echsen, trinken ein paar Bier und machen eine Sause. Endlich ein Dorf. Es wird immer dichter. Es kommen immer mehr. Ah. Was ist das denn? Wie cool. Das zuckelt ein bisschen. Irgendwie habe ich gerade Probleme mit dem Nachladen. Ist egal. Was ist das denn? Einen Moment bitte. So. Hervorragend. Ich habe nach einem Meister des Mystischen unter den Hulinen gesucht. Sehr schmeichelhaft. Ich bin Rashar. Stets zu Diensten. Ich heiße Luther. Ich komme aus Gladstone. Ich bin verflucht worden. Eine recht lästige Angelegenheit. Und mir wurde gesagt, ihr könntet mir helfen. Gladstone? Oh, ich hoffe, um euretwillen, euer Problem hat nichts mit den Nachforschungen eurer Landesgenossin zu tun. Landesgenoss? Die Mystikerin Dawn war erst vor knapp einer Stunde hier. Aber sie ist auf der Suche nach Geheimnissen über die Magie der Ahnen. Und leider habe ich so gar keinen Zugang zu dieser muffigen Welt. Ich hörte, euer Volk habe das Wissen, wie man uralte Flüche aufheben kann. Euer Ratgeber hat vielleicht das Kloster gemeint. Da sind ein paar Mönche, die befassen sich ein wenig mit unserer Geschichte. Nun ja, ich trage einen Fluch aus der Magie eurer Ahnen. Was? Ihr? Davon würde ich mich gern selbst überzeugen. Ich habe hier ein Gerät, das ein wenig davon abzieht. Oh, das macht nichts. Steht jetzt nur einen Moment still. Was zur Hölle? Was? Oh, das ist wundervoll. Bitte, was hätte ich denn da, an dem ihr interessiert wärt? Salben? Ein Feuerstab? Oh, dies kleine bisschen Magie unserer Ahnen ist besser als eine Sphäre der Macht. Immerhin hat er gesagt, er sei mir sehr dankbar. Bitte, ich habe zu arbeiten. Ich muss jetzt gehen. Sehr schön. Ich habe auch noch einiges zu erledigen. Hallo? Geht ja einfach weg. Was habe ich da bekommen? Feuerkristall. Ein Feuerkristall, okay. Schön. Schauen wir mal weiter. Strange, es wird immer witziger. Oh. Was ist das? Halt, Sterblicher! Wer wünscht eine Audienz bei Anjar, seiner kosmischen Lordschaft und Herrscher über den faszinierenden Dschungel der Hulinen? Oh, wow, ich hatte ja keine Ahnung. Erlaubt euch keinen Hohn. Ich wiederhole, wer wünscht eine Audienz bei Anjar? Luther. Ich bin Luther aus Gladstone. Ich habe die vermisste Frau gefunden. Shala hat doch sicher von mir erzählt. Ah, ihr wollt es also auch gewesen sein. Wir hatten angenommen, es war der stämmige Gefährte, der im Lokal sitzt. Und es ist weit wahrscheinlicher, dass dieser Gladstoner Shala gerettet hat. Sehr seltsam. Kann ich da jetzt... Hallo? Ah. Willkommen, willkommen in meiner Welt. Ich hoffe, ihr werdet gut behandelt. Wir Hulinen haben eine lange Tradition, was Gastfreundschaft angeht. Die Geschichte der Hulinen ist wirklich faszinierend. Welchen Anteil haben diese Spinnen an ihnen? Und ich bin über alle Maßen stolz darauf, die wundervolle Verantwortung für die Fortführung unserer schönen Tradition zu tragen. Habt ihr schon unser heiliges Kloster besuchen können?
Die Spinnen, die ich gesehen habe, waren... Wohlan, dann viel Glück und, viel Glück. Sagt, macht ihr euch gar keine Gedanken wegen dieser Spinnen in der Höhle? Ich hörte, sie beginnen in manchen Gegenden an die Oberfläche zu kommen. Die Hulinen erweitern die Geschichten über den vielarmigen Tod schon seit Jahren. Der prächtige Kelsrick, Leiter meiner Wache, wird mir schon sagen, wenn eine wirkliche Gefahr für unser Dorf besteht. Ich habe ein paar Untertanen, die neigen leicht zu Übertreibungen. Aber... Ich wünsche euch alles Gute. Und, viel Glück. Was für ein seltsamer Typ. Herrscher müssen wohl immer klischeehaft seltsam sein, oder? Wirklich witzig. Was ist hier? Ja, wer bist du denn? Psst. Psst. Hä? Warum sollte man hier flüstern? Die Lage ist anders, als man sie vermutet. Anjar muss vernichtet werden. Er hortet so manchen Schatz. Wie bitte? Ich kann dir nicht folgen. Gut, ich kann's nicht leiden, wenn man mir folgt. Und merk dir Folgendes. Das Passwort ist Ankman. Komm schon, in Wirklichkeit ist das Passwort Weichbirne. Was? Wie Passwort ist Ankman? Und für was denn? Oh. Wir schauen uns noch eine Sache an und dann würde ich sagen, es ist Zeit für... Aha, was ist denn das? Keller, Keller. Passwort? Ankman? Ich bin Luther, aus... Ach, egal. Oh, Verzeihung, ich dachte, dies sei ein Geschäft. Ich möchte meine Vorräte auffrischen. Bitte, nur die Ruhe. Trotz des offensichtlichen Mangels an Regalen seid versichert, ihr seid in einem richtigen Geschäft. Sagt mir, welche Vorräte benötigt ihr? Antiquitäten? Geschmeide? Ich bin, ein Händler. Ich kann euch alles besorgen, was ihr wollt. Verstehe, du bist ein Geschäftsmann. Wohlan, könntest du mir dieses herrliche Schwert von Kitjara besorgen? Sie verlangt dafür einfach zu viel, aber mir läge eine Menge daran, es zu besitzen. Oh, das mächtige Schwert Feuersturm. Ihr seid nicht gerade arm, habe ich recht? Nur das Beste kommt für euch in Frage. Ich fürchte aber, mein Preis für das Schwert wird euch vielleicht ein bisschen zu hoch erscheinen. So? Nenn deinen Preis. Es war das Schwert von General Velka. Kitjara bewacht ihre Schätze sorgfältig. Die Beschaffung des Schwertes wäre sicher recht aufwendig und sie wäre mit einer Menge Schwierigkeiten verbunden. Ich nahm nicht an, dass die Preisverhandlung so entnervend sein würde. Och, der Preis, das ist einfach. Tötet Kelsrick für mich und ich besorge euch das Schwert. Kelsrick? Töten? Die Leibwache des Dorfältesten? Warum? Ich mag ihn einfach nicht, wenn ihr versteht, was ich meine. Das soll euch als Grund genügen. Eigenen Tod ausgesucht. Ich weiß von keiner weiteren Audienz, die euch gewährt wurde. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Euer Dorf ist in ernster Gefahr. Mein erstes Treffen mit eurem Ältesten hat nichts erbracht. Vielleicht muss ich meiner Sorge Seiner Hoheit wird übel von solchem Geschwätz. Verschwindet! Oh. Jetzt bin ich gespannt, ob wir das Schwert bekommen. Und wenn wir das Schwert haben, dann ist aber endgültig Schluss. Oh, ich werde verfolgt. Ich habe es getan. Solche Neuigkeiten verbreiten sich schnell, mein Freund. Ich habe auch bereits euren verdienten Lohn.
Danke. Könntest du mir wohl bei der Flucht behilflich sein? Die Wächter des Dorfs jagen mich und ich möchte mich ihnen hier nicht stellen. Selbstverständlich. Zu euren Diensten. Ich denke, meine Hintertür erlaubt euch einen überaus diskreten Ausweg aus eurer Lage. Wow. Zuckelt wieder. Wahnsinn, guckt mal. Wow, was für eine Waffe. Sehr klasse. Ich kann mal kurz testen. Komm mal her, du. Vergiftet. Ja, was machen die denn? Okay, also gegen die sollte man nicht kämpfen. Ist egal. Das haut mich jetzt nicht gleich um. Aber dann machen wir ein Fazit. Oh, Luther ist gleich hinüber. Sehr schöner Abschluss. Letztes Spiel schon. Nein, das machen wir nicht. Wir machen jetzt ein Fazit. Ich spiele dann nachher noch ein bisschen weiter. Der Hammer. Wir sehen uns gleich wieder. Der Wahnsinn. Lands of Lore 2. 1997 kam das raus. Ich weiß noch, ich war ähnlich beeindruckt wie bei Stonekeep. Nicht mehr ganz so stark, aber ja, fast. Es war diese beeindruckende Intro-Sequenz, diese Grafik, diese Verbindung aus Full-Motion-Video und 3D-Grafik. Das hatte schon was und es sah wirklich toll aus. Und gerade dann, als die 3D-Beschleuniger-Unterstützung dazu kam, dann war es natürlich wirklich richtig schick. Also gerade die Lichteffekte und so, ja, toll. Es mag sein, 1997 war es nicht unbedingt das absolut grafisch aufwendigste, was es gab, aber es war auf jeden Fall ein tolles Rollenspiel. Richtig klasse, richtig tolle Spieltiefe, richtig tolle Story. Also wirklich genial. Und jetzt, ganz ehrlich, das spielt sich immer noch klasse. Es spielt sich wirklich gut. Steuerung ist okay. Ja, mit der 3D-Bewegung ist nicht ganz so optimal. So eine Maus-WASD-Steuerung wäre natürlich schöner, aber ja, sei es drum, geht ganz gut. Man kann es auf verschiedene Weisen steuern, also man findet schon einen Weg, wie man es machen kann, aber es ist immer noch gut steuerbar, es funktioniert. Dann Musik ist herausragend, also diese Musikuntermalung ist einfach klasse. Sprachausgabe ist sowohl im Englischen als auch im Deutschen, finde ich, richtig gut. Ich mag die deutsche Synchronisation sehr, sehr gerne. Ich finde die wirklich klasse, bringt eine tolle Stimmung rüber. Dann Soundeffekte auch wirklich klasse. Und dann kommt natürlich die Grafik. Ja, die 3D-Grafik ist nicht mehr ganz aktuell, ganz klar. Das ist also wirklich... Und auch diese Kombination 3D-Grafik und diese 2D-Menschen, die halt wirklich sehr stark komprimiert sind von der Videoqualität her. Ich meine, das war ja nicht anders möglich, ne? Man musste ja stark komprimieren, um das auf die damaligen CDs zu kriegen, die dann auch wirklich diese Datenrate ja schaffen können mussten. Insofern war es eben so. Und ganz ehrlich, es hat so einen gewissen Charme. Ich finde, das ganze Spiel hat einen gewissen Charme. Ich finde, der funktioniert auch besser als eine reine 3D-Geschichte, die dann mit sehr klobigen Polygonen daherkommt. Ich finde, das hier, das funktioniert gut. Das funktioniert einfach. Ja, ist okay. Es macht echt noch Spaß. Also wirklich, es macht noch Spaß. Spielt sich toll. Und natürlich ganz besonders, wenn man die Packung noch in der Hand hat. Und es ist einfach immer wieder schön, diese Big Boxen in die Hand zu nehmen. Schaut sie euch an. Lands of Lore, Götterdämmerung. Im Englischen dann, wie gesagt, ja, Guardians of Destiny. Wenn man es umdreht, hinten sieht man schön die Screenshots, die Beschreibungstexte, die Werbung, die Hersteller. Dann haben wir hier, geeignet ab 12 Jahren, ist ja sogar ein ganz kleines USK-Siegel drauf, also kein Problem, ne? Westwood, also all das ist einfach schön. Und das gehörte damals ja zum Erlebnis dazu, ne? Man hat diese Schachtel irgendwo gekauft, meistens in einem Geschäft. Bei mir war es manchmal Karstadt, beziehungsweise damals war es, glaube ich, noch Hertie. Ja, Hertie war es damals noch. Oder wir hatten auch mal irgendwann einen Softwareladen, einen kleinen, und dann hat man das gekauft.
Und dann hat man das auf der Heimfahrt, ich habe mich ja fahren lassen müssen oder saß im Bus, ne, weil Führerschein war noch nicht, hat man das geöffnet, hat schon mal ausgepackt und hat mal reingeschaut. Und dann war da die CD drin, die CD-Hülle, vier Discs, guckt euch das an, das ist der Wahnsinn. Lands of Lockjaw Dämon. So, die eine fehlt natürlich jetzt, weil die CD 2 ist gerade im Laufwerk, die hat ja gerade ihren Dienst noch verrichtet. Und hier 4 CDs, war's stark, das ganze Spiel. Uppala, da ist sie nicht mehr fest, da haben die Klammern ein bisschen nachgelassen, na sowas. Aber die CDs sind noch super intakt, also ich habe das auch von den CDs aus installiert noch. Ich habe zwar auch die GOG-Version, aber ich habe wirklich die CDs genutzt, um es zu installieren und es von Festplatte zu spielen. Also ganz, ganz toll. Und dann haben wir natürlich hier in der Schachtel drin noch das Handbuch. Und das Handbuch, hier noch einen kleinen Werbezettel, aber das Handbuch ist wirklich, das ist genial. Also dieses Handbuch hat fast 70 Seiten. Es ist richtig, richtig umfangreich und es ist richtig schön. Es ist natürlich in Schwarz-Weiß, okay? Und dann am Anfang wird erstmal der Spieleinstieg erklärt. Also es wird erklärt, was man machen muss. Die ersten Spielminuten, da werden die ganzen Funktionen des Spiels erklärt, wie man es macht, wie man es steuert, wie die Menüs funktionieren, was das Head-Up-Display so verrät, was mit den Monsterformen es auf sich hat. Also all das wird hier erklärt, na, mit Screenshots. Also man kriegt die ersten Spielminuten sogar ein bisschen gespoilert, aber ja, egal. Na, dann geht es hier weiter, dann kommen hellere Seiten, da sind dann reine Beschreibungstexte, da sieht man dann, was wie funktioniert, wie steuert sich's, wie kombiniert man Gegenstände, wie zählt man, wie macht man Nah- und Fernkampf, all das, was eben in ein Handbuch gehört. Und ganz ehrlich, das alleine ist doch schon ein richtig tolles Vorerlebnis. Man war auf der Heimfahrt, man hat dieses Handbuch studiert, dann musste man zu Hause erst installieren. Also all das, was man da tun musste, bevor man überhaupt mit dem Spielen anfangen konnte, dieser Weg dorthin, der Weg von der Schachtel bis zum Spiel. Ich glaube, das ist das, was den Reiz damals ausgemacht hat, was es besonders gemacht hat, was es vielleicht auch in Takten besonderer macht als heute, weil die Vorfreude, dieses Warten, dieses Aufbauen, ich glaube, das war ein essentieller Teil der Spielerfahrung und das hat man heute einfach nicht mehr. Heute lädst dir es runter, startest es und los geht's mit Spielen. Es gibt tolle Spiele, ganz viele, aber dieses Erlebnis, dieses Schachtelerlebnis, ist einfach herrlich und unschlagbar und ich glaube, da werdet ihr mir einfach beipflichten. Die PC Games hat es getestet in der Ausgabe 1197 und da war es auch auf dem Cover vorne drauf. Man sieht hier 2 CDs voll mit Demos und hier Lands of Lore 2 gleich auf dem Cover und da drin ist dann der Testbericht von Lands of Lore 2. Es war nicht Spiel des Monats, da gab es andere Spiele, aber es war ein großer Testbericht. Es war ein großer Testbericht für ein großartiges Rollenspiel, so finde ich das. Und es hat auch, meine ich, durch die Bank von den Magazinen gute Wertungen bekommen. Wie gesagt, man konnte jetzt sicher drüber streiten, ob die Grafik noch State of the Art ist oder nicht, aber es hat ja seinen Zweck erfüllt. Es war kein hässliches Spiel und es war inhaltlich einfach über jeden Zweifel erhaben. Na, man sieht hier schöner Testbericht mit einer Menge Screenshots, da haben sie sich wirklich nicht lumpen lassen und Lands of Lore 2 eine Menge Seiten zugestanden, viele Screenshots gemacht und einfach ausführlich über das Spiel berichtet und das hatte es auch definitiv einfach verdient. Auch hier die Zwischensequenzen, die wir ja zum Teil schon kennen, ne, das haben wir gesehen und hier unten eine Beschreibung vom Interface, das ich mag das total, dieses Interface rechts unten mit dem Luther in der Ansicht, wo man immer sieht, wie geht's ihm, wo er auch spricht und die Figuren mit den Figuren interagiert, also ich mag das total, das ist einfach herausragend und wenn ich dieses Interface rechts unten sehe, dann weiß ich auch sofort, um welches Spiel es geht. Und das Fazit war, tolles Spiel, Charakterentwicklung nicht so ausführlich, aber zweckdienlich, dafür die Story einfach grandios. Sie sprechen hier von herausragender Grafik, wenn der Rechner stimmt. Ich finde es jetzt nicht ganz so, also ich überlege mal, ja, es war schon detailliert. Ich habe jetzt geguckt, in der gleichen Ausgabe ist zum Beispiel Turok Dinosaur Hunter, das fand ich jetzt irgendwie beeindruckender, weil sehr schnell, das kann man schwer vergleichen. Also jetzt einigen wir uns darauf, Lands of Lore 2 sehr schick und
Auf jeden Fall passend. Auf jeden Fall passend für das, was es transportieren wollte und inhaltlich einfach über jeden Zweifel erhaben und es macht, wie gesagt, auch heute noch Spaß. Es ist ja immer die Frage, wie spiele ich meine Spiele. In diesem Fall habe ich nicht die Version von GOG benutzt. Ich zeige sie euch hier, da klickt man einfach auf Spielen und es geht los. Lands of Lore, Guardians of Destiny. Es ist allerdings dann in Englisch. Wenn ihr die deutsche Version spielen wollt, auf GOG geht es auch. Es gibt da ein Forum, ich verlinke es euch unten. Danke an den Nutzer Fragmentation, der mich darauf hingewiesen hat. Da sind Leute, die sich einfach austauschen und die deutsche Patches für GOG-Spiele bereitstellen. Auch die Seite CompiWare hat dann immer wieder mal Patches, die eine deutsche Version aus der GOG-Version machen. Das funktioniert bei Lands of Lore wunderbar. Allerdings ist es dann die Software-Version. Das heißt, ihr habt keine 3D-Hardware-Beschleunigung. Das sieht auch gut aus, aber halt lange nicht so schick wie die 3D-Beschleunigte. Man kann über GOG auch die 3D-Beschleunigte auslösen, wenn man hier unter zusätzliche Dateiverknüpfungen auf Lands of Lore, Guardians of Destiny 3DFX geht. Dann läuft es in der 3DFX-Version. Die hat bei mir aber Texturkanten. Ich zeige es euch hier. Und ich habe es nicht wegbekommen. Ich habe mich aber dann auch nicht näher damit befasst, weil ich ja die CDs habe. Ich habe die CDs dann tatsächlich ganz klassisch installiert. Das heißt, ich habe eine DOS-Box aufgemacht, in diesem Fall DOS-Box Staging, habe die CD ausgewählt, habe Install getippt und habe das Spiel installiert und habe dann einen Ordner, aus dem ich es raus starten kann und dann lädt man sich noch den Patch 1.3, das ist ganz wichtig und dann hat man hier eine LOL G95-Exe, das ist eine Windows-Datei von Lands of Lore und wenn man die in den Kompatibilitätsmodus startet, dann ist es bei mir zumindest, das kann bei euch anders sein, aber bei mir zumindest startet es einfach wunderbar, ist 3D beschleunigt, sieht gut aus und dann ist man glücklich und mit dieser Version habe ich auch meine Aufnahmen gemacht. Schön, dass ihr wieder dabei wart bei diesem Ausflug in eine längst vergangene Zeit. Lands of Lore 2. Interessanterweise, ich habe es mal zwischendurch erwähnt, ich habe es gar nicht weit gespielt damals. Ich weiß aber auch nicht warum. Es hat mich wahnsinnig fasziniert und es hat mich auch jetzt total gepackt. Tolle Story, ich werde auf jeden Fall noch weiterspielen. Ich kann euch leider nicht mehr zeigen in diesem kurzen Review, weil es ist ein wahnsinnig umfangreiches Spiel, aber wenn ihr Bock drauf habt, dann kann ich es euch wirklich empfehlen. Lands of Lore 2 lohnt sich immer noch. Danke, dass ihr dabei wart bei dieser Reise zurück in die Zeit. Vielleicht habt ihr beim nächsten Mal wieder Lust, wenn es an ein altes Heft der PC Games oder ein weiteres Spiel geht. Und bis dahin habt Spaß, zockt ein bisschen und dann sehen wir uns vielleicht auf diesem Kanal wieder.